Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung für einen meiner absoluten Lieblings-Superhelden und das ist Ant-Man. Was du dazu brauchst, steht im Beschreibungstext und eine schriftliche Anleitung gibt es auf meinem Blog. Los geht's, wie fast immer, mit einem Fadenring, in den du 6 feste Maschen häkelst. Wenn du deine 6 festen Maschen gehäkelt hast, dann ziehst du den Fadenring eng zusammen, sodass sich der Kreis in der Mitte schließt. In der zweiten Runde wird es schon etwas spezieller, denn jetzt häkelst du in jede feste Masche der Vorrunde eine feste Masche und nutzt dabei nur die hintere Maschenschlaufe. Also stichst nicht durch beide Schlaufen, sondern wie hier gezeigt, immer nur durch die hintere Maschenschlaufe und das Ganze 6 Mal, bis du einmal rum bist. In der nächsten Runde verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du häkelst immer eine feste Masche in die erste und dann 2 feste Maschen in die zweite Masche, wie du es hier siehst, eine feste Masche rein, dann in die gleiche Masche nochmal einstechen und noch eine feste Masche und das Ganze machst du 3 Mal, also immer eine feste Masche und dann 2 in die nächste, sodass du am Ende 9 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede dritte feste Masche. Das heißt, erst kommen 2 normale feste Maschen und die dritte wird dann verdoppelt, also da kommen wieder 2 feste Maschen rein, dann wieder 2 feste Maschen und wieder eine Verdoppelung, das Ganze auch 3 Mal, sodass du am Ende 12 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du jede zweite feste Masche. Das heißt, du häkelst immer eine feste Masche und dann 2 in die nächste, dann wieder eine und dann wieder 2 in die nächste, sodass du am Ende 18 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du jede dritte feste Masche. Das heißt, du häkelst immer 2 feste Maschen und dann 2 feste Maschen in die dritte Masche. Und dann wieder 2 feste Maschen und dann wieder verdoppeln. Das Ganze 6 Mal, sodass du am Ende 24 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde wird spannend, denn jetzt häkelst du in Rot die Augen ein. Das Grundmuster dieser Runde ist jede 4. feste Masche verdoppeln und du fängst in Grau an mit 3 festen Maschen, dann einmal verdoppeln. Und dann noch eine feste Masche in Grau, dann kommt der Farbwechsel, den mache ich immer so, wie du es hier siehst, also die Masche nur halb häkeln und dann schon mal mit Rot diese Masche zu Ende häkeln. Dann kommen 2 feste Maschen in Rot und die nächste Verdoppelung kommt dann auch in Rot. Dann kommt wieder der Farbwechsel, also die zweite Masche auch wieder nur halb häkeln, dann den grauen Faden wieder aufnehmen. Und dann häkelst du zwischen den Augen 3 feste Maschen, sodass du dann auch wieder in Rot mit der Verdoppelung beginnen kannst, sodass beide Augen also die gleiche Maschenzahl haben. Wieder den roten Faden aufnehmen, dann kommt die Verdoppelung, also 2 feste Maschen in Rot, in die nächste Masche, dann 2 einfache feste Maschen in Rot, Farbwechsel, dann eine feste Masche in Grau, dann die Verdoppelung und dann bis zum runden Ende im Muster weiter, also mal 3 feste Maschen, eine Verdoppelung, sodass du am Ende 30 feste Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde geht es weiter mit den Augen. Das Grundmuster ist hier, dass du jede 5. Masche verdoppelst, also immer 4 feste Maschen häkelst und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche. Du beginnst in Grau, häkelst einmal 4 feste Maschen, eine Verdoppelung, dann 2 feste Maschen, dann kommt der Farbwechsel,
Ja, also Masche nur halb häkeln und dann den roten Faden durchziehen. Dann häkelst du 2 feste Maschen in Rot und die dritte wieder halb zum Farbwechsel. Jetzt kommt die dritte Masche und da holst du dir dann schon den grauen Faden, und weil das jetzt deine 5. Masche ist, machst du die graue Masche in das gleiche Loch wie die rote Masche, also da eine Verdoppelung rein. Dann folgen 5 feste Maschen in Grau und die letzte ist dann auch schon wieder die erste der Verdoppelung. Da machst du wieder einen Farbwechsel und häkelst eine rote Masche in die gleiche Masche wie die letzte graue. Und dann folgen noch 2 rote Maschen, Farbwechsel, 2 weitere graue Maschen, dann wieder verdoppeln und dann wieder 4 graue Maschen, nochmal verdoppeln, sodass du am Ende 36 feste Maschen in der Runde hast. Dann häkelst du 3 Runden mit jeweils 36 festen Maschen, also Reihen 9 bis 11, sind ganz einfache Runden und am Ende sollte dein Gesicht dann so aussehen. In der nächsten Runde beginnen die Abnahmen und zwar häkelst du jede 5. und 6. Masche zusammen. Und hier ist mir im Video leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Wenn du genau hinguckst, siehst du, dass ich hier mit 3 festen Maschen anfange. Das machst du nicht. Du häkelst 4 feste Maschen und dann eine unsichtbare Abnahme wie folgt. Durch die vordere Schlaufe der ersten Masche, durchgehend dann durch die vordere Schlaufe der zweiten Masche. Dann holst du dir den Faden durch und holst den Faden nochmal durch. Unsichtbare Abnahme, fertig. Es folgen wieder 4 feste Maschen, dann eine weitere unsichtbare Abnahme. Achtung, nochmal durch die vordere Schlaufe der ersten Masche, durch die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden zweimal durchholen und das Ganze wiederholst du insgesamt 6 Mal. In den nächsten 2 Runden häkelst du einfach jeweils 30 feste Maschen, also 2 ganz einfache Runden, à 30 feste Maschen. Es folgt wieder eine Runde mit Abnahmen, allerdings keine regelmäßige, sondern um die charakteristische Ameisenkopfform zu bekommen, häkelst du erst 2 Maschen unsichtbar zusammen, machst dann 18 feste Maschen. Und wenn du das hast, die 18 festen Maschen, häkelst du nochmal 5 feste Maschen zusammen. Also anders ausgedrückt, auf der Unterseite des Kopfes häkelst du 6 Mal 2 Maschen zusammen und ansonsten häkelst du feste Maschen. Damit erhältst du dann diese typische Ameisenkopfform, die sich dann nach oben so ein bisschen verjüngt. Jetzt kommen wieder 2 Runden mit einfachen festen Maschen. Wir sind jetzt bei 24 angelangt, also 2 Runden à 24 feste Maschen. Jetzt kommt wieder eine Runde mit regelmäßigen Abnahmen und zwar häkelst du jede 3. und 4. Masche zusammen, also immer 2 feste Maschen häkeln und dann 2 Maschen auf unsichtbare Weise zusammenhäkeln. Du bist dann am Ende bei 18 festen Maschen in der Runde angelangt und da wird es dann auch schon mal Zeit, den Kopf auszustopfen und zwar wie immer ordentlich fest. Und dabei kannst du ihn auch schon so ein bisschen formen, sodass du diese Ameisenform erhältst. Und in der nächsten Runde häkelst du dann jede 2. und 3. Masche zusammen. Also immer eine feste Masche und dann eine Abnahme, sodass du am Ende noch 12 feste Maschen in der Runde hast. Und dann schließt du den Kopf mit 6 Abnahmen, also 6 mal 2 Maschen zusammenhäkeln. Wer meinem Blog oder diesem Kanal schon länger folgt, ahnt, was jetzt kommt. Der Körper wird nämlich direkt an den Kopf gehäkelt. Und zwar zählst du die Reihe 9 ab, zwischen Reihe 9 und 10 häkelst du den Hals direkt an, indem du einmal eine Luftmasche ranhäkelst und dann 2 feste Maschen. Also immer durch die festen Maschen des Kopfes durch, dann den Faden durchholen, nochmal durchholen, feste Masche fertig, noch eine in die gleiche Richtung
Dann wendest du das Ganze um 90 Grad, häkelst 2 feste Maschen nach hinten, dann wieder um 90 Grad wenden, 2 feste Maschen nach links häkeln und dann wieder um 90 Grad wenden und 2 feste Maschen nach vorne häkeln, sodass du insgesamt 8 feste Maschen in der Runde hast. Die letzte Masche, das wirst du gleich sehen, ist immer so ein bisschen schwierig. Man musst aufpassen, dass du von dieser Stelle dann direkt dahin häkelst, wo du angefangen hast. Auch ein bisschen friemelig ist dann der Anfang der nächsten Runde. Du musst nämlich aufpassen, nicht in deine erste Luftmasche einzustechen, sondern in die erste feste Masche. Das sieht also aus wie die zweite Masche. Und dann geht es aber ganz normal weiter und in dieser Runde häkelst du einfach 8 einfache feste Maschen. In der nächsten Runde kommen die Schultern und dazu verdoppelst du auf jeder Seite 2 feste Maschen. Das heißt, du häkelst vorne ganz normal 2 feste Maschen, dann an der Seite 2 Verdoppelungen, also 2 feste Maschen in die dritte Masche und 2 feste Maschen in die vierte Masche. Dann kommen wieder 2 normale feste Maschen und dann wieder 2 Verdoppelungen, sodass du am Ende 12 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du alle 12 festen Maschen, also immer 2 feste Maschen in jede einzelne Masche der Vorrunde, sodass du am Ende 24 Maschen in deiner Runde hast. Und dann häkelst du 10 Runden lang, jeweils 24 feste Maschen, also die Runden 5 bis 14 werden einfach in festen Maschen gehäkelt. Dann fangen wir mit den Beinen an und dazu markiere ich mir immer die Mitte der Runde mit einem Maschenmarkierer. Also ich zähle 6 feste Maschen ab und in die 6. kommt der Maschenmarkierer. Von da aus zähle ich 12 zurück und in die 12. Masche kommt nochmal der Maschenmarkierer oder du stechst einfach den gleichen ganz durch. Und dann häkelst du einfache feste Maschen bis zu deiner Markierung. Wenn du an der Markierung angelangt bist, also an der letzten Masche vor der Markierung, ziehst du den Faden ordentlich fest und häkelst dann in die erste Masche hinter der Markierung auf der anderen Seite. Ordentlich festziehen, nochmal extra ziehen vielleicht. Und dann geht es weiter bis zum runden Ende mit einfachen festen Maschen, sodass du dann in deiner Beinrunde 12 feste Maschen hast. Und dann häkelst du 10 Runden lang, jeweils 12 feste Maschen. In der nächsten Runde, mittlerweile sind wir in der 26. Runde vom Körper angelangt, wird der Fuß geformt und dazu häkelst du eine Verdoppelung in die hinterste feste Masche, also 2 feste Maschen in die hinterste feste Masche und nimmst dir dann die vordersten 5 Maschen vor und häkelst dort 2 halbe Stäbchen, dann 3 mal 2 Stäbchen, also 3 Verdoppelungen mit Stäbchen in die vordersten 3 Maschen. Und dann kommen nochmal 2 halbe Stäbchen. Abgesehen von diesen Verdoppelungen machst du nur feste Maschen. Also nochmal hinten eine feste Masche Verdoppelung und in die vordersten 5 Maschen 2 halbe Stäbchen, 3 mal 2 Stäbchen, 2 halbe Stäbchen. Ansonsten feste Maschen und so hast du dann am Ende 18 feste Maschen in deiner Runde. In der nächsten Runde häkelst du dann einfach 18 feste Maschen, also eine ganz einfache Runde häkeln.
Da du das eine Bein jetzt bald schließt, wird es höchste Zeit, den Körper auszustopfen. Wieder ordentlich fest, vor allen Dingen auch ein bisschen in den Hals rein, damit der Kopf nicht so wackelt. Und dann auch das Bein ordentlich stopfen. Dann kommt noch eine Runde feste Maschen, bei der ich nur in die hintere Maschenschlaufe häkel. Also 18 feste Maschen in die hintere Maschenschlaufe gehäkelt. Und Achtung, jetzt wird es etwas ungewöhnlich, denn damit deine Ant-Man-Puppe nachher stehen kann, häkelst du jetzt einen Teil, den du am Ende in den Fuß reinsteckst. Dazu kommen jetzt noch 2 Runden mit festen Maschen, also 2 Runden A18 feste Maschen. Und dann häkelst du 9 mal 2 Maschen zusammen, also die ganze Runde lang Abnahmen häkeln, bis sich der Fuß schließt oder fast schließt. Wenn du das hast, nähst du das Loch oben zu. Ich empfehle dir allerdings vorher noch mal kurz zu prüfen, dass der Fuß auch nicht mit Füllwatte ausgestopft ist. Also die Füllwatte darf nur bis zum Ende vom Bein reichen. Das ist sehr wichtig, damit Ant-Man nachher auch stehen kann. Wenn du das geprüft hast, nähst du das Ganze einmal zu. Und dann schiebst du das Ganze in den Fuß rein. Und dann siehst du, ergibt sich so eine Wölbung und auf dieser kann deine Puppe am Ende stehen. Dann noch den Faden vernähen, damit es schön aussieht. Dann beginnst du mit dem zweiten Bein und da das im Grunde genommen genauso funktioniert, zeige ich dir hier nur die erste Runde, denn die ist etwas ungewöhnlich. Ich fange also am äußeren Rand an, häkel dann 6 feste Maschen und dann kommt ein Teil, bei dem du etwas Acht geben musst, denn damit sich am Ende kein Loch zwischen den Beinen ergibt, häkel ich eine feste Masche hier so zwischen die Maschen des anderen Beins, also nicht in die letzte feste Masche vom Bein, sondern einfach quer in die Masche rein, hier so. Und das konntest du einigermaßen erkennen. Genau. Und dafür lasse ich dann eben eine Masche aus, sodass ich trotzdem am Ende auf 12 Maschen komme. Die Masche, die ich auslasse, mache ich übrigens nicht hinten in der Mitte, sondern gleich vorne am Anfang. Gehe ich einfach nicht in die erste Masche, wo ich angemascht habe, sondern überspringe die und häkel dann bei der zweiten Runde in die zweite Masche rein, sodass ich 12 Maschen habe und dann wird das Bein genauso gehäkelt wie das andere. Die Arme werden selbstverständlich ebenfalls direkt an den Körper gehäkelt. Dafür zählst du 4 Runden vom Hals aus ab und zwischen die 4. und 5. Runde wird dann der Arm gehäkelt und mascht etwas hinter der Stelle, wo der Arm anfangen soll, an. Dann kommen 4 feste Maschen Richtung vorne, also genauso wie beim Hals, häkelst du das Ganze direkt an den Körper. Dann wendest du das Ganze einmal um 180 Grad und häkelst in die gleichen 4 Maschen zurück, sodass du eine ganz, ganz flache einen flachen Arm nachher bekommst. Das ist wichtig, damit der Arm nicht so absteht. Also in die gleichen 4 Maschen zurückhäkeln, sodass du dann am Ende 8 feste Maschen in deiner Runde hast. Dann häkelst du 4 Runden mit jeweils 8 festen Maschen
Den mittleren Faden kannst du dabei immer so halten, dass du ihn nachher in den Arm reinschaffst, damit er dich nicht so stört. Und auch hier ist wieder die erste Masche ein bisschen friemelig, denn du gehst nicht in die Luftmasche, mit der du angemascht hast, sondern in das, was aussieht wie die zweite Masche. Also achte auch darauf, dass du am Ende wieder 8 feste Maschen in deiner Runde hast. Und dann geht es einfach immer rum, bis du insgesamt 5, also mit der ersten hast du insgesamt 5 Runden à 8 festen Maschen. In der 6. Runde werden jede 3. und 4. Masche zusammengehäkelt, also 2 feste Maschen häkeln und dann wieder wie gehabt auf unsichtbare Weise 2 Maschen zusammenhäkeln, sodass du am Ende dann nur noch 6 feste Maschen in deiner Runde hast und dein Arm ein bisschen dünner wird. Dann häkelst du 2 Runden mit jeweils 6 festen Maschen. Also 2 ganz einfache Runden mit jeweils 6 festen Maschen häkeln. Dann häkelst du jede 2. und 3. Masche auf unsichtbare Weise zusammen, sodass du am Ende 4 Maschen in deiner Runde hast. Und das wird natürlich das Handgelenk, also da soll es besonders schmal werden. Deswegen am Ende nur noch 4 feste Maschen in deiner Runde. In der nächsten Runde beginnt die Hand und dafür häkelst du in jede deiner 4 Maschen 2 feste Maschen rein. Also jede Masche verdoppeln. Und ich warne dich schon mal vor, das wird wieder so ein bisschen friemelig, denn du musst direkt in die Mitte dieser 4 Maschen reinhäkeln. Das ist natürlich ziemlich eng, aber machbar. In der nächsten Runde wird der Daumen geformt und das passiert in der vordersten Masche. Also in meinem Beispiel häkele ich erst eine feste Masche und dann für den Daumen häkele ich ein halbes Stäbchen, in die gleiche Masche 2 Stäbchen und dann nochmal ein halbes Stäbchen am Ende auch in die gleiche Masche und dann mache ich daraus eine Popcornmasche. Das geht so, dass du einmal aus der Schlaufe rausgehst, 4 Maschen abzählst, dann in die 4. Masche wieder einstichst, deine Schlaufe wieder auf den Haken, auf die Nadel nimmst und dann durch die Masche durchziehst. Dann hast du eine Popcornmasche und damit auch den Daumen und weiter geht's mit einfachen festen Maschen. Also mir bleiben jetzt noch 6 feste Maschen bis zum runden Ende. Und diese Popcornmasche schluckt quasi eine Masche, sodass du jetzt nur noch 7 feste Maschen in deiner Runde machst. Also man könnte unter der Popcornmasche noch eine weitere feste Masche suchen. Das spare ich mir aber und mache stattdessen 7 einfache feste Maschen. Und dann häkele ich 3 mal 2 Maschen zusammen, um das Ganze abzuschließen. Und dann natürlich den Faden vernähen. Als nächstes arbeiten wir den Helm. Die eine Seite habe ich schon mal vorbereitet, also so wird es nachher aussehen. Und dazu beginnen wir wieder mit einem Fadenring, diesmal in Rot, und häkeln 6 feste Maschen hinein und schließen das Ganze am Ende mit einer Kettmasche. Aber Achtung, wir holen dann nicht den roten Faden wieder durch, sondern nehmen uns einen grauen Faden, häkeln den Rest der Kettmasche mit dem grauen Faden und machen dann eine Runde in die hintere Maschenschlaufe mit jeweils 2 festen Maschen in jede feste Masche der roten Runde. Also am Ende hast du dann wieder 12 feste Maschen in deiner Runde. Am Ende machst du auch wieder eine Kettmasche, holst dann aber nicht den grauen Faden durch, sondern einen schwarzen und machst dann eine Kettmasche in jede Masche der grauen Runde, also 12 Kettmaschen insgesamt. Dann schnappst du dir wieder den grauen Faden, also aus diesem ganzen Fadengewirr holst du dir den grauen Faden raus
und gehst dann mit deiner Nadel in eine Maschenschlaufe hinter den schwarzen Kettmaschen, also in eine der grauen Maschenschlaufen hier hinten, und da holst du dir deinen Faden durch und dann hast du eine Luftmasche und beginnst damit eine Kettmaschenreihe, die jetzt von diesem Ohrelement vom Helm direkt zu dem, was vor dem Mund ist, also zu dem Mundstück quasi, führt. Dazu machst du so ungefähr 10 Kettmaschen. Da musst du ein bisschen gucken, wie groß eben dein Kopf geworden ist, damit das auch passt. Und dann heftest du das Ganze mit einer Kettmasche am Mundstück fest. Also einmal da durch eine Maschenschlaufe durchgehen und dann den Faden durch beide Schlaufen durchholen. Zurück geht es dann mit einer Reihe festen Maschen. Also häkelst du einfach an deinen Luftmaschen zurück bis zu diesem runden rot-grau-schwarzen Ohrteil vom Helm. Und am Ende schließt du das Ganze dann auch wieder mit einer Kettmasche ab, damit die festen Maschen da nicht so in der Luft hängen bleiben, sondern das Ganze schön geschlossen bleibt. So, jetzt sind wir am Ende angelangt und machen dann wieder in die gleiche Schlaufe, in der wir auch begonnen haben, eine Kettmasche. Und jetzt gehst du auf die gegenüberliegende Seite von diesem runden Teil und gehst mit deiner Nadel auch wieder in eine der grauen Schlaufen auf der Rückseite. Und da holst du dir die Schlaufe, wo ist sie? Da. Die Schlaufe hin und ziehst sie dann hier durch, sodass du auch wieder den Anfang für eine Luftmaschenkette hast, und mit dem Faden geht es dann weiter. Dann machst du eine kurze Luftmaschenkette von 5 Luftmaschen und häkelst dann mit, Achtung, nicht mit Festmaschen, sondern mit Kettmaschen zurück, bis du wieder unten angelangt bist bei dem runden Teil, und schließt das Ganze auch wieder mit einer Kettmasche ab. Das ist dann also die Antenne. Dann wird das Ganze noch an die richtige Stelle am Kopf angenäht. Die Fäden, die du abschneidest, kannst du hinten verknoten und dann einfach beim Festnähen unter dieses runde Teil stopfen, damit sie dann verschwinden. Und den grauen Faden nimmst du, um das Ganze an der Seite des Kopfes festzunähen. So ungefähr hier so, da wo auch das Auge, also etwas hinter dem Auge, das Ganze festnähen, sodass es eben gut aussieht. Und dann gehst du immer einmal in die grauen Maschenschlaufen und dann in den Kopf und dann schön festziehen. Dann wieder zurück in die graue Maschenschlaufe, also nicht in die schwarze Kettmasche, sonst würde man das am Ende sehen. Und dann wieder in den Kopf und wieder in die graue Maschenschlaufe und so einmal ganz rum, bis das Ding halt fest ist. Dann stickst du am Kopf noch diese Streifen nach oben auf, dazu einfach etwas oberhalb des Auges gerade Striche nach oben führen. Für die Brustverzierung erstmal die Form aufsticken und dann das Ganze mit geraden Strichen ausfüllen. Eine genauere Anleitung dazu findest du auf meinem Blog. Für die Schulterpartie auch wieder mit geraden Strichen arbeiten, und zwar einmal etwas oberhalb des Arms im Körper einstechen und dann in den Arm, so wie du es hier siehst, und dann einfach gerade Stiche immer an den Seiten entlang. Also erst links und dann nachher rechts, sodass sich so eine ovale Form ergibt. Für alle aufgestickten Verzierungen gilt, dass du es am Ende nochmal mit der Nadel so ein bisschen ordnen kannst, damit die einzelnen Wollfäden schön nebeneinander liegen und das Ganze schön ordentlich aussieht. Fast geschafft, aber noch nicht ganz, denn jetzt wird noch der Gürtel gehäkelt, dazu auch wieder mit rotem Faden einen Fadenring machen und 6 feste Maschen hineinhäkeln und das Ganze am Ende mit einer Kettmasche schließen. Wieder nicht den roten Faden durchziehen bei der Kettmasche, sondern dann schon mit dem grauen Faden weitermachen.
und dann wieder nur in die hintere Maschenschlaufe arbeiten und eine Runde Kettmaschen anschließen. Also keine festen Maschen in diesem Fall, damit das Ganze schön klein bleibt, sondern einfach nur Kettmaschen in Grau, bis die Runde ganz geschlossen ist. Also auch wieder in die erste Kettmasche, graue Kettmasche, noch eine Kettmasche rein, damit die Runde eben ganz zu ist. Und dann häkelst du eine Luftmaschenkette, die so lang sein sollte, dass sie einmal um den Oberkörper deines Ant-Mans herum passt. Also das probierst du am besten aus. Und wenn du dann soweit bist, dann ziehst du nochmal eine feste Masche wieder ab, damit das Ganze fest sitzt und nicht zu locker. Dann schlingst du das Ganze um Ant-Man herum und befestigst es mit einer Kettmasche. Und wie auch schon beim Helm geht es dann zurück mit festen Maschen. Damit der Gürtel also ein bisschen dicker wird, häkelst du mit festen Maschen zurück. Dazu kannst du den Gürtel übrigens auch abnehmen. Also du kannst ihn einfach über die Beine runterziehen und dann in Ruhe fertig häkeln, deine festen Maschen und dann wieder anziehen. Du schließt den Gürtel übrigens auch wieder mit einer Kettmasche ab. Das zeige ich dir aber gleich auch nochmal. Wenn du dann mit deinen festen Maschen durch bist, einmal ganz rum, kommt die Kettmasche wieder in die graue Kettmaschenreihe vom Anfang. Dann den Faden durchziehen, Fäden vernähen und kannst sie dann einfach in den Körper durchstecken. Und dann ist dein Ant-Man auch schon fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare und Anregungen. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat, und ich freue mich aufs nächste Mal hier beim Flauschigen Einhorn.